Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Chorus hat ja vor längerer Zeit ein Update auf die Chorus-Uhren herausgebracht, also sowohl Pace 2 als auch die Apex oder hier in diesem Fall die Apex 2 Pro, womit ihr die Möglichkeit habt, hier Insta360-Kameras beziehungsweise in diesem Fall hier GoPro-Kameras mit der Uhr zu verbinden und diese entsprechend hier zu verwalten beziehungsweise zu starten. In diesem kleinen Tutorial will ich einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, aber ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Ja, da haben wir auch schon die Chorus-Uhren. Ich habe hier zum Beispiel mal die Pace 2 und die Chorus Apex 2 Pro, also die neue Uhr von Chorus, beziehungsweise hier dann auch meine GoPro. In diesem Fall ist es die GoPro Hero Black 9, also die vorletzte Generation, eine vorletzte Modell, was erschienen ist. Und das könnt ihr jetzt, wie gesagt, entsprechend hier miteinander verbinden und starten. Das Tolle bei Chorus ist, dass sowohl die Einsteiguhr, also die Pace 2, als auch die etwas teureren Uhren, wie zum Beispiel jetzt hier die Chorus Apex 2 Pro, aber auch die Vertex-Uhren und auch die Apex normale Version, dass diese hier die Kamerasteuerung zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das heißt also, es gibt hier keine Unterschiede, wenn ihr jetzt entsprechend hier euch für die etwas günstigere Laufuhr entscheidet. Da sind die Einschränkungen auf jeden Fall nicht enthalten. Ich werde das Ganze jetzt aber hier mit der neuen Chorus Apex 2 Pro zeigen. Die Einrichtung ist jetzt auch gar nicht so schwer. Ihr müsst einmal eure GoPro entsprechend einschalten. Das ist ja naheliegend. Aber wie gehe ich dann entsprechend vor, um jetzt hier die GoPro mit der Chorus Apex Pro zu verbinden? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr wischt einmal hier runter, dann kommt ihr in das klassische GoPro-Menü, was ihr schon kennt. Dann könnt ihr einfach hier nach links swipen und dann gibt es hier die Möglichkeit Einstellung oder Verbindung. In diesem Fall gehen wir hier auf Verbindung, dann gehen wir hier einfach auf Gerät verbinden. Dann gibt es hier zwei Menüs, einmal Quick App, das ist hier fürs Handy etc. Und dann gibt es die Fernbedienung, da klicken wir einfach mal drauf und dann sehen wir schon, die Verbindung wird gesucht. Bei der Chorus-Uhr müsst ihr dann entsprechend hier unten länger auf die Taste drücken, damit ihr in dieses Schnellauswahlmenü kommt und hier wählt ihr dann entsprechend die Kamerasteuerung aus. Und sobald ihr das Ganze auswählt, sucht die Chorus Apex 2 Pro auch schon entsprechend die Verbindung zur GoPro. Dann sehen wir auch schon, das Ganze ist erfolgreich verbunden. Und so sehen wir jetzt hier einmal schon den Fotomodus. Wir bekommen jetzt angezeigt, dass wir hier den Fotomodus haben und auf der GoPro sehen wir ebenfalls den Fotomodus. Was wir nun machen können ist, wenn wir jetzt auf der Chorus Apex 2 Pro einmal herunterswipen, dann sehen wir hier, dass wir in den Videomodus gehen und entsprechend hat gerade eben die GoPro hier in den Videomodus gewechselt. Ich mache das Ganze nochmal, dann seht ihr das nochmal hier auf der GoPro. Wenn wir jetzt hier runterswipen, kommen wir in den Fotomodus und dann switcht die GoPro entsprechend hier in den Fotomodus. Wenn wir nun die Videoaufnahme starten wollen, gehen wir jetzt einfach entsprechend in den Modus hinein. Das ist im Fall im Videomodus. Da können wir dann hier auf die Krone drauf drücken, das ist quasi der rote Punkt. Und dann wird der Videomodus auch direkt gestartet. Und wir sehen auch, die Uhr zählt dann entsprechend hoch. Ja, hallo, hier bin ich dann und die GoPro steht jetzt hier bei mir aktuell im Regal. Ich bitte das Chaos hier hinten zu entschuldigen. Und so könnt ihr entsprechend eure GoPro steuern. Und wenn ihr jetzt wieder auf den roten Button drückt, dann wird die Aufnahme entsprechend auch beendet. Wir sehen jetzt hier 25 Sekunden haben wir aufgenommen. Jetzt können wir einmal das Ganze stoppen. Und dann wird die Filmaufnahme auch entsprechend gestoppt. Wir sehen hier unten auch die zwei Pfeile. Das heißt bei Chorus immer, dass es dann ein weiteres Auswahlmenü gibt. Das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Das wäre entsprechend ein Foto. Und dann könnt ihr auch noch ein Foto von euch machen. Ja, das habe ich jetzt entsprechend gemacht, fotografieren und das ist das Ganze entsprechend ausgelöst worden. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier das Film startet und hier rausgeht und zum Beispiel jetzt ein Workout durchführt, wir können es einfach mal simulieren. Zum Beispiel gehen jetzt einfach mal Radfahren, starten das Ganze mal. Dann haben wir jetzt das Ganze hier ausgeführt. Und wir haben dann immer die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier unten auf die längere Taste drücken, sehen wir einmal hier im Schnellauswahlmenü, dass hier die Kamera gerade aufnimmt und da läuft auch die Zeit entsprechend hoch und wir können jederzeit dann hier auch reingehen, beziehungsweise auch dann wieder zurück in die Aktivität. Das habe ich gerade eine Runde versehentlich gedrückt, aber so habt ihr dann immer das Ganze, die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen während der Aktivität. Das Ganze war jetzt mal ein ganz kleines, kurzes Tutorial, um mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, gerade für die Leute, die jetzt die Uhr vielleicht noch nicht haben. Wenn dich noch mehr rund um Chorus interessiert, ich verlinke dir oben meine Playlist rund um Chorus, beziehungsweise mit dem neu auf dem Kanal bist, verlinke ich dir auch mal meine Best-of-Playlist meines Kanals und da kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal so stattfindet. Wenn das Ganze gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.